Servus und hallo, ich bin's, euer Sascha, ihr seid bei Minimaniac und heute geht es um Radlager. Hier speziell auf der Hinterachse. Auf der Beifahrerseite hat es ganz schön gerattert und ich zeige euch jetzt, wie ihr das Radlager tauschen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Dass ihr dazu das Rad runternehmen müsst, muss ich euch ja wohl nicht sagen. Was ihr aber wissen solltet, es muss dafür die Bremse runter. Hierzu hebeln wir die Haltefeder mit einem Schraubendreher raus, machen hinten die Kunststoffabdeckungen weg und lösen die beiden Schrauben, eine oben, einen unten, mit einem Sechskantbit der Größe H7, so dass wir dann den Bremssattel abnehmen können. Jetzt könnt ihr kräftig am Bremssattel ziehen. Passt bitte auf, dass euch der eine Belag hier nicht runterfällt. Der muss natürlich nicht kaputt gehen. Ich habe hier einen speziellen Haken, wo ich dann den Bremssattel aufhängen kann. Mit einem Torx T30 lösen wir die Befestigungsschraube für die Bremsscheibe und wir können die Bremsscheibe am Bremssattelhalter herausfädeln. Jetzt haben wir eine sehr gute Sicht auf das Radlager. Wenn wir es hier einfach mal testen, wenn wir es seitlich bewegen, wenn wir es drehen, merken wir, es ist leichtes Spiel bzw. es lässt sich sehr schlecht drehen. So kann man wirklich sagen, dass es defekt ist. Da die Befestigungsschrauben vom Radlager immer recht rostig sind, Rostlöser einmal auf der Seite, wo wir die Gewinde sehen, 4 Stück. Und dann auch auf der Rückseite. Hier konnte ich es nicht gut filmen, weil man einfach nicht gut hinkommt. Aber ihr werdet es sehen, wenn ihr auf der Rückseite seid, wo ihr auf die Schrauben auch den Rostlöser aufbringen könnt. Der Rostlöser durfte etwas einwirken und wir schnappen uns dann eine 13er Nuss und lösen von hinten die Schrauben, so dass wir das Radlager frei bekommen. Normalerweise sind die Radlager so fest gerostet, dass sie heben, aber ich hatte auch schon vorher die andere Seite gemacht und da ist mir dann also das Radlager rausgefallen und extra hier habe ich es abgesichert und wie ihr seht, auch das wäre jetzt dann auf den Boden gefallen. Sicherlich, es wird ausgetauscht, aber der Boden muss nicht kaputt gehen. Hier jetzt eine sehr wichtige Arbeit: macht den Längslenker im Bereich, wo nachher das Radlager reinkommt, sauber. Hier haben wir das Glück, der sieht noch recht gut aus. Viele andere sind sehr rostig. Das heißt also auch hier alles an Rostblasen oder sowas wegmachen, dass das Radlager sauber nachher drauf sitzen kann. Und wenn ihr das alles dann sauber habt, ich nehme hier dann ein Allzweckfett, gehe her, fette den Bereich ein, so dass ein kleiner Rostschutz drauf ist und beim nächsten Radlager das etwas einfacher rausgeht. Ja, und schon können wir das neue Radlager wieder montieren. Einmal ansetzen und dann alle 4 Schrauben rein. Hier jetzt noch ein ganz wichtiger Tipp: Die Radlager gibt es mit Buntschraube und auch ohne Buntschraube. Wenn ihr die Buntschrauben nachbestellen müsst, ihr bekommt sie dann nur bei BMW und da kosten dann 4 Stück ca. 45 €. Also bitte immer mitbestellen, also darauf achten in der Beschreibung vom Radlager mit Buntschrauben. Ganz, ganz wichtig. Wenn wir die 4 Buntschrauben mit 56 Newton festgezogen haben, können wir dann schon wieder an den Zusammenbau denken und fangen mit der Bremsscheibe an. Wir setzen sie wieder ein, gehen her, nehmen die Halteschraube T30
machen die fest. Hier auch ganz wichtig mit 27 Newtonmeter. Das ist handfest, also wirklich nicht übertrieben diese Schraube festziehen, weil später, wenn sie vielleicht doch anrosten sollte, kriegt er sie nicht mehr auf und sie bricht ab. Wir putzen die Scheibe mit Bremsenreiniger und gehen dann schon wieder dran. Bremssattel drauf. Setzt die zwei Schrauben wieder an. Und ziehen diese dann wieder mit dem Sechskant mit H7 mit 30 Newtonmeter fest. Also auch das ist wirklich nicht sehr viel. Für mich ist es also handfest. Wenn wir das dann haben, kommen wieder die Kunststoffkappen drauf, einmal oben und einmal unten. Jetzt wird wieder die Bremssattelhaltefeder eingebaut, eingeklipst in die beiden Löcher und fertig. Jetzt können wir das Rad wieder montieren, je nachdem welche Version ihr habt von der Radnabe. M14 x 1,5 sind es 120 Newtonmeter und bei M12 x 1,25 sind es 140 Newtonmeter Drehmoment. Das defekte Radlager ist getauscht. Wir sind somit fertig. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo für mich dalassen würdet. Glocke nicht vergessen, weil es kommen noch weitere ganz tolle Themen. Ich wünsche euch was. Euer Sascha. Tschüss.